keine Sorge, das wird kein Beitrag mit erhobenem Zeigefinger oder einer über Jeff Bezos und die dunkle Seite der Macht. Nein, ich meine natürlich nicht seine Dickpics. Lange Zeit war für mich die Situation klar. Wenn möglich erwerbe ich Konsumgüter im Einzelhandel. Immerhin sichert das Ladengeschäft um die Ecke wichtige Arbeitsplätze vor Ort. Und ich vermeide eine unnötige Zusatzbelastung der ohnehin schon komplexen Logistikkette. Sicherlich gibt es noch diverse andere Gründe, den Einzelhandel gut zu finden. Nur leider bereitet mir das, wenn möglich, zunehmend Probleme. Ein Beispiel. Vor knapp 2 Jahren habe ich mich von der Netflix-Serie Cooked inspirieren lassen. Ein echt genialer Vierteiler, der unsere Grundnahrungsmittel passend zu den 4 Elementen beschreibt. In Episode 3, erläutert Michael Pollan, wie wichtig Brot und fermentierter Teig für die Zivilisation ist. Er beschreibt, wie zahlreiche Protestbewegungen erst aufgrund überteuerter Mehlpreise zu richtigen Revolutionen wurden. Oder wie die industrielle Fertigung von Teig erst zu Glutenintoleranz führt. Kurzum, ich habe angefangen, mein Brot selber zu backen. Und es macht richtig Bock und schmeckt einfach wirklich gut. Irgendwann hatte ich auch mein Lieblingsmehl gefunden, ein Emmer-Mehl Typ 1300. Man kann sagen, das perfekte Mehl. Nur leider hat der Konsumtempel um die Ecke zum neuen Jahr beschlossen, das Mehl aus dem Sortiment zu nehmen. Und damit hat niemand mehr dieses Mehl in meiner Umgebung im Angebot. Natürlich habe ich nachgefragt, ob sich da was machen lässt, aber die Antwort, es gibt doch genug Alternativen. Schauen wir uns die Alternativen doch mal kurz an. Knapp 15 verschiedene Marken Weizenmehl. Also sprich 15 Mal das gleiche, nur mit einem anderen Logo und unterschiedlichen Preisen. Kein Wunder, dass der Mensch sich im Supermarkt nicht entscheiden kann. Ich habe mein Mehl dann ganz einfach online beim Hersteller bestellt. Gleich ein paar Kilo, damit sich das Ganze auch lohnt. Trotzdem kam ich mir dabei bescheuert vor und hatte Gewissensbisse. Wer bestellt sich denn Mehl online? Aber ganz ehrlich, auch der Einzelhandel wird von riesigen Konzernen dominiert. Immer seltener haben die Märkte das Produkt im Angebot, das ich wirklich möchte. Häufig liegt das nicht daran, dass das Produkt keinen Absatz findet, sondern dass die Händler ihr Angebot auf die Produkte von ausgewählten Kooperationspartnern, natürlich auch große Unternehmen, beschränken. Das ist im Supermarkt vielleicht noch nicht ganz so krass, aber Baumärkte und Technikgeschäfte sind da beispielsweise ganz vorne mit dabei. Besonders in Baumärkten gehört es zur Regel, dass ich nicht das bekomme, was ich eigentlich haben möchte. Stattdessen gibt es immer eine Alternative von einem überteuerten Kooperationspartner, die nicht im Ansatz das hält, was der Preis verspricht. Ich möchte mir vom Einzelhandel aber nicht vorschreiben lassen, was ich zu kaufen habe. Wenn es etwas nicht gibt, wie beispielsweise, keine Ahnung, saisonales Gemüse, dann ist das okay. Aber stattdessen aus 15 Weizenmehlmarken auswählen zu müssen, also bitte. Es widerspricht auch dem Zeitgeist. Immer mehr Menschen informieren sich online umfassend über die Produkte, die sie kaufen möchten. Und häufig bekommt man sein Wunschprodukt dann nicht im Ladengeschäft. Oder es wird dort ohnehin bestellt. Natürlich verschwimmen online schnell die Grenzen zwischen neutraler Information und Werbung, insbesondere hier auf YouTube. Aber ob es im Ladengeschäft nun die neutraleren Informationen gibt, würde ich auch in Frage stellen. Für mich ist die Entscheidung zwischen Einzelhandel und Onlinehandel eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera geworden. Aber es gibt einen Lichtblick. Immer mehr Menschen vertreiben selbstentwickelte Produkte online im eigenen kleinen Shop. Das hat schon was Nostalgisches, gab es diese kleinen Läden früher noch an jeder Ecke. Natürlich wird dann trotzdem ein Päckchen geliefert. Und natürlich kann man darüber streiten, ob es denn wirklich nötig ist, ein bestimmtes Konsumgut haben zu wollen. Aber den Finger will ich gar nicht heben, denn ich bestelle mein Mehl schließlich im Internet.